Wir stehen auf dem wunderschönen Platz, dem prämierten Platz Urbachtal, mitten in Hessen. Ja, ist es nicht mittendrin, aber ziemlich am Rande? Doch, ist mitten in der, in Hessen nicht. Mitten in Deutschland, Nordhessen. Ich zeig das mal gerade. Das ist der Platz. So, im Moment ist relativ wenig los. Es gibt gerade Wachablösung. Heute ist Donnerstag, oder? Ja, nee, Freitag haben wir heute. Freitag ist heute. Heute ist Freitag. Siehst ja, die einen fahren und die anderen kommen und so, sag ich mal, ob heute Nachmittag also das ist schon ein Platz, wo viele auch am Wochenende kommen. Von Freitag bis Sonntag. Die fahren weiter, die haben schon einen Tag vorher frei gehabt. Die wollen jetzt mal am anderen Platz fahren, aber das sind auch Stammgäste. Also wir haben sehr viele Stammgäste, haben halt auch sehr viele große Fahrzeuge, wie du siehst. Aber das hat auch damit zu tun, dass der Platz von den Plätzen her, also wir haben hier 12 Meter mal 7,50 Meter. Wir haben recht große Plätze. Lang, gell? Das heißt, du hast die Möglichkeit mit so einem großen Fahrzeug, wie es hier steht, problemlos draufzukommen, gell? Ganz genau, 12 Meter ist kein Problem. So, der hat einen Slider drin, der ist nicht zufällig von dir, ne? Doch, den haben wir. Aber ja, der ist schon, das war so ein Fahrzeug mit der ersten, die wir gemacht haben. Der ist mindestens auch schon 10 Jahre alt, ne? So, ich zeige das mal gerade. Es ist wichtig, dass die Leute ja nicht nur herkommen jetzt wegen der schönen Landschaft, das ist ja wunderschön, sondern man trifft sich, oder? Genau, man trifft sich. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Da darf ich euch mal kurz zeigen. Das ist aber schön. KS steht drauf. Das steht für Kassel? Nee, steht für Kassel. Das heißt, ihr sitzt hier schön zusammen. Hier ist Kaffee und Kuchen. Ich zeige mal gerade den Kuchen, der da steht. Ja, ein Stück Kuchen. Und da vorne ist der Filterkaffee. Ja, genau, der ist noch da. Der ist noch da. Aber zusammengewürfelt. Ah, da vorne, da steht ein Kuchen, der sieht aus wie selbst gebacken, oder? Sieht nur so aus. Ja. Selbst gekauft. Jetzt mal eine Frage. Ihr steht jetzt hier so gemütlich und ist das schön hier? Wunderbar. Ich kenne keinen besseren Platz als den hier. Warum denn? Einfach, die Umgebung ist super, der Chef ist super. Alle sind sehr nett, zuvorkommend. Das Essen ist lecker abends in der Schwelmerstub. Jetzt muss ich sagen, wir haben uns vorher noch nie gesehen. Wir haben das nicht abgesprochen, oder? Nein, wir haben das nicht Ich abgesprochen. bin gerade eben ganz spontan auf dich zugekommen, richtig? Richtig. Gut. Aber wir sind, glaube ich, heute schon das 15. Mal hier. Ehrlich? Ja. Der Preis ist allerdings sehr teuer hier, oder? Pro Tag. Nein, überhaupt nicht. Kommt drauf an, Außerdem ist es schön nah an Kassel. Wir haben keine weite Anreise. Achso, ihr wisst gar nicht, was ihr zahlt. Das heißt, du zahlst gar nichts hier, oder wie? Doch, wir zahlen noch. Schon, aber das steht nicht im Vordergrund. Ich weiß. Also, Ja. es kostet hier 12 Euro, stimmt das? 12,50 kostet Ja. es am Tag. Das ist, Ja, das geht doch. das ist weniger als das Mittelmaß. Weniger als das Mittelmaß. Gut, er hat dazu auch noch eine Dusche, Waschräume, er hat eine entsprechende Gastro dabei. Die zahlt man ja extra. Ja, aber die zahlt man extra, ganz klar. Aber es geht. Aber dafür ist sie auch super, ja. Ist sie gut? Ja, sehr komfortabel. Designer-Duschen. Jawohl. Naja, ist das so der letzte Schrei? Das muss unbedingt sein, aber ist schön, oder? Es muss nicht sein, aber es ist absolut schön. Und immer sauber, man geht gerne rein in die Dusche. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Haare so im Ausguss und so, geht gar Habe nicht. ich hier noch nie gesehen. Und es ist ich glaube, jede Dusche ist anders, oder? Richtig, jede ist anders. Das hat mir der Klaus gesagt, ich habe noch keine gesehen. Erstmal vielen, vielen Dank euch allen. Wenn du mir gerade mal deinen Vornamen nochmal verrätst. Miriam. Miriam, du bist der? Dirk. Und du? Ruth. Die Ruth? Die Ruth. Aus Kassel auch, oder? Nein, aus Recklinghausen. Aus Recklinghausen. Ja, Das ist Ruhrgebiet, Herten. aus Herten. Und du bist auch aus Herten? Ich bin auch aus Herten, ja. Okay. Ist das schlimm da? Das ist wunderbar. Wir gehören nämlich wir sind genau zwischen Dortmund und Schalke. Zwischen Dortmund und Schalke. Dazwischen sind wir. Wir können sowohl für Dortmund schreien als auch für Schalke. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, erstmal vielen Dank. Das ist der Willi übrigens. Das ist der Willi. Willi. Es tut mir leid. Ich hab ganz vergessen, dich nach dem Namen zu fragen. Wie ist der Name? Willi. Gut, schön gesagt. So, tschüss euch allen. Tschüss. Ciao. Das war jetzt mal ganz spontan, aber die sind ja wirklich alle nett hier, oder? Das ist alles tipptopp hier, ne? Wirklich. Ganz nette Leute und ich sag mal, ich mache den Platz jetzt 5 Jahre und ich glaube, es ist erst zweimal in den 5 Jahren vorgekommen, dass jemand doch mal weiterfahren musste. Ach so, der hier nicht so ganz gepasst hat. Ja, das gibt's auch. Aber zwei Stück in 5 Jahren. Ich meine, das ist ein guter Kurs, da muss man sagen. Ihr habt unglaublich viel selber gemacht. Du bist auch Handwerker, richtig? Ja, das ist im Endeffekt meiste alles selber gemacht. Auch hier die Gastronomie, das kann ich dir ja noch mal zeigen. Ja. Wir haben hier 50 Plätze Hochzus. Okay. Hier auf der rechten Seite, das gehört auch noch dazu. Das wird jetzt demnächst erweitert. Hier ist ein Modulhaus,
Ein Modulhaus. Ja, das ist ein Haus, wo Leute übernachten können. Wenn die mit Freunden kommen, die kein Wohnmobil haben, können die da drin übernachten mit 4 Mann. Es sind 2 Waschhäuser drin und Räume. Da oben, wenn du da oben guckst, ist eine Hundeauslaufwiese. Du hast eine eigene Hundeauflaufwiese. Ja, siehst du da oben, da können die Leute, ist eingezäunt, Okay, ist eingezäunt, auch entsprechend abgesperrt. Die Hunde können nicht abhauen. können nicht abhauen, da haben wir auch eine Sitzgelegenheit. Also da können sich auch die Hundebesitzer treffen und die können die Hunde so frei laufen lassen. Also schön ist es auch hier designt. Man muss sagen, dazu, du bist Tischler, oder? Ich bin Tischler, gelernter Tischler. Und das sieht man auch. Ja, mach das auch mit Leib und Seele. Ist meine Welt hier. Ne? Es sieht so ein kleines bisschen aus wie in einem gut designten Europapark, aber schöner. Es ist nicht so künstlich, oder? Ja, es ist viel mit Holz gemacht, Natursachen gemacht. Ist momentan halt auch, er ist unheimlich gut besucht. Also hier in der Corona-Zeit ist auch so, eine Woche über ist er immer gut besucht. Und dann hast du halt auch schon ein bisschen Probleme mit der Mäherei. Ne? Also du kannst mal nicht mal eben, sonst konntest du schnell mal am Montags oder Dienstags, war es noch ein bisschen ruhiger, konntest du mal durchmähen. Jetzt musst du schon immer mal gucken, weil wo die Autos stehen, ist immer schlecht mit dem Mähen, wenn dann die Steine oder sowas fliegen. Ne? Ist auch nicht gut. Ja, du hast insgesamt 50 Plätze, stimmt das? 50 Plätze, ja. Strom gibt's auch? Ja, jeder Platz hat Stromsäule. Stromsäule heißt, ich zahle die Stromsäule, ich werfe was rein oder wie läuft das? Hier kannst du Platz auswählen. Und dann drückst du die Nummer und dann schmeißt du halt dementsprechend. Okay, das heißt, die meisten brauchen wahrscheinlich keinen Strom, die haben Solar oben drauf. Jetzt muss man sagen, im Sommer, wir haben gerade Ferienzeit, die beginnt heute, da sind viele nicht da, die fahren dann wirklich in Urlaub, oder? Ja, also gut, wie es dieses Jahr wird, das weiß ich nicht. Also normal ist der Juli, also in unserer Region, der schlechteste Sommermonat, ne? Weil die dann doch viele an die Ostsee, Nordsee oder runterfahren in den Süden nach Italien. Ist halt dieses Jahr ein bisschen anders. Da durch Corona wird sich das ein bisschen verschieben, aber das schauen wir mal. Da kann ich dir aber mehr im Dezember zu sagen. Da vorne ist ein Bach, hier rechts? Hier ist die Urbach, jawohl. Ja, die Urbach. Die Urbach. Okay. Deswegen heißt es hier Urbachtal. Hört. So ist das. Hier haben wir nochmal eine extra Kassettentoilette mittendrin, Kassettentoilette, Entsorgungsstation. Ach so, Damit falls. die Leute nicht die Kassette so weit bis runter tragen müssen. Ne? Okay, das heißt die ganz normale Kassette. Viele haben ja auch einen fest eingebauten Tank hier, oder? Ja, die größeren Autos haben halt Festtank und die anderen, bisschen kleineren, die meisten haben Kassette. Ne? So, ja. Das ist 50-50. Ist auch schön gemacht, die Abtrennung hier, das geht auch anders. Aber ihr habt das dann mit Pflanzen gemacht. Ihr guckt ein bisschen, dass es ordentlich ist. Wie gesagt, gemäht wird im Moment aufgrund der Höhe ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ja, das ist halt so. Ne? Normal ist der. Ihr habt aber schöne Hunde, muss ich sagen. Da darf ich dir mal kurz zeigen, die Hunde. Da vorne sind 2 ganz süße Hunde, die liegen nämlich mitten in der Sonne, da geht es ihnen wirklich gut. Der hier, der scheint schon ein bisschen älter zu sein, oder stimmt das nicht? Der ist schon etwas älter, ja. Der ist schon 11 Jahre und sie ist 9. Sie ist 9, Ja. ist eine Dame. Das ist eine Dame, ja. Ja, ich habe nämlich 3 kleine Windhunde und deswegen weiß ich, dass die liegen nämlich unglaublich gerne in der Sonne, gerade so die kurzfälligen. Ja, vor allem, wenn die älter sind, der genießt das schon. Okay. Das ist alles gut. Sie ist wirklich hübsch, oder? Traum. Ja, hier vorne steht es auch, die Plätze zum Wohlfühlen. Ist der schön, der Platz hier? Ja, sehr schön. Warum ist er so schön? Das ganze Umfeld gefällt uns ganz gut. Der Service ist gut. Also Ja. ich komme immer gerne. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. So, jetzt gucke ich mal gerade. Klaus, das ist so. Du bist 2 Minuten, lässt man dich alleine, dann ist auch wirklich ansprechbar, oder? Ja, immer, immer. Und für Sorgen auch offen. Ich habe ihm gerade unsere Sorgen geschildert und Sorgen sind, Beispiel. ein ganz kleines Problem nur. Was ist es? Unsere Hubstützen gehen nicht. Achso, die Hubstütze, also ist nichts am Platz hier. Nein, nein, nein. So, jetzt weißt du ja, er hat auch eine Werkstatt. Jetzt könnte das ja so eine kleine Fliegenfalle hier sein. Er hat eine Werkstatt und du stehst hier, hast ein kleines Problem, da macht er noch ein bisschen Zusatzgeschäft. Das ist es nicht, oder? Das ist es nicht. Ich hätte gern noch eine Waschmaschine, aber ich glaube, die kriege ich nicht. Ich kriege heute eine. Ehrlich? Ja. Urlaub bei uns in der Werkstatt stehen, kriegt gerade eine Ich Waschmaschine. kriege eine ganz kleine Waschmaschine, 3,5 Kilo. Auf der anderen Seite, wo der Gastank Auf der anderen Seite, nee, Echt? es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal Gastank, ich habe Ja. mich für die linke hintere Klappe entschieden. Geht auch. Die linke hintere Klappe. Ich muss da mal. Wird ganz- eingebaut, du kommst am besten heute Nachmittag mal vorbei, kannst es dir angucken. Ja, ja, das finde ich gut. Ja, Ist gar nicht so teuer, am besten Klaus fragen. ja,
Ist alles gut. Danke dir. Dankeschön. Ja, das ist ja Wahnsinn. Du kennst ja wirklich, also das hat schon einen Vorteil, wenn man so den Service macht für die Wohnmobile. Und es sind so kleine Extras wie Waschmaschine. Die Frau hat direkt gesagt, ich will eine Waschmaschine. Ja, den Mann müssen wir halt überzeugen, aber das wird schon. Früher oder später bekommt die Frau auch ihre Waschmaschine. Ja. Und danach gibt es dann noch eine Spülmaschine und ja, dann ist sie ja zufrieden. Ja, da vorne ist dein Häuschen. Die sind alle auch super nett hier. Also das heißt, die sind ganz entspannt, wenn die hier sind. Die Leute sind sehr entspannt. Also wie gesagt, wenn du mal überlegst, dass ich glaube über 15.000 Personen pro Jahr kommen und davon hast du vielleicht mal in 5 Jahren 4 Mann, das heißt 2 Autos, A2 Mann, das sind 4 Mann, die dann doch mal weiterfahren sollen, besser für sie ist, dann ist das eigentlich. Ganz okay. Das kannst du in Prozenten gar nicht ausdrücken. Das ist Wie- 0,0 nix. Ne? Jetzt mal eine Frage, wie, wenn ich mich hier hinstelle, einfach einen Platz aussuchen oder wie funktioniert das? Ja, der aber frei ist? Momentan ist halt viel vorreserviert. Da vorne haben wir eine Liste hängen mit Autonummern drauf. Die können dann anrufen. Ist hier stets jemand da am Platz? Nee, morgens früh ist die Rezeption von 8. Das ist aber jetzt verschieden, müssen wir gleich mal gucken. Die ist von 8 bis um 12 besetzt und dann abends immer von 17 bis 19 Uhr. Ne? Sehr schön. Ja, da vorne ist auch, der Baustil ist so ein kleines bisschen bayerisch, habe ich das Gefühl. Das ist so, ja, Landhausstil. Ne? Ich zeige das mal gerade, das sieht so aus, als wäre man irgendwo mitten in Bayern drin. Also unglaublich schön. Da steht es, bitte an der richtigen Stromsteckdose anschließen. Die Verteilung steht auf den Mastsäulen. Ich gucke jetzt mal nicht hin, aber da steht immer dann Fahrzeugnummer drauf. Da steht die Autonummern drauf und dann zum Beispiel Platz 8, Stellplatz frei. Hier siehst du, welcher frei ist. Und jeder, der jetzt nicht reserviert hat, kann dann gucken, welcher Stellplatz frei ist und kann hier auf der Liste drauf gucken, wo das ist. Sag mal gerade, du hast nämlich einige Siegel schon bekommen. Ja. Stellplatz des Jahres Promobil, krass. Ja, 2016, das war im Endeffekt der erste, oder nee, der zweite in 15 schon. Und Stellplatz des Monats in 15. Ne? Siehst du, hier oben haben wir Nachwuchs da oben. Ne? Achso, da oben sitzt eine, Ist alles Natur pur hier. Ne? ist Natur pur. Also auch die Vögel fühlen sich wohl hier. Ist eigentlich mitten in der Natur. Was die halt einen Vorteil hast, du 300 Meter bis zur Innenstadt, aber es ist ruhig hier. Ne? Also es ist rundherum ruhig. Da vorne steht auch Reisemobil, Park Ubachtal, Klaus Hühnerfeld, Kopf. Ja, Hühnerfeld habe ich zur Eröffnung bekommen von Gästen. Echt? Ja, die haben mir das gemacht. Ja, Das ist es ist wahrscheinlich Aus Guss ist das. Ne? handgedengelt. Das ist es gerade hier. Und dann, hier hast du halt die Möglichkeit, hier haben wir einen Steg drüber gebaut. Und dann kannst du von hier aus gleich in die Stadt gehen und da ist alles da. Rossmann, Rewe, Bäckereien, Metzgereien, ist eigentlich alles da, was du brauchst. Ne? Okay, das heißt, das ist fußläufig, ich brauch zur Not noch nicht mal ein Fahrrad. 200, 300 Meter. Ist gleich da vorne. Also du gehst hier die Straße gerade runter und dann bist du in der Stadt. Das Eisziel ist im Endeffekt Gaststätten, ist alles da. Ne? So, hier vorne ist so eine Das ist Hütte. unsere mobile Almhütte, die man so im Endeffekt, die ist mit Holzzapfen im Endeffekt zusammengebaut. Die kann man auf- und abbauen. Die ist jetzt auch von dir oder hast du die irgendwo habe ich bestellt? selber gebaut, ja. Die hast du selber gebaut. Ja, das ist selber gebaut. Die kann ich auf- Klaus, du musst mal ganz kurz bei mir bleiben. Ich muss die mal gerade zeigen. Das ist eine komplette Almhütte, die du selber gebaut hast. Ja. Mit Zapfen, die kann man auseinanderbauen wie ein Zelt. Ganz genau. Das ist so wie ganz normal, kannst du auf dem Weihnachtsmarkt stellen, wie das so auch ist. Können wir uns von innen mal gleich angucken, dann gehen wir rein und dann zeige ich dir mal, wie die Verbinder sind. Ne? Außen sind einfach Platten draufgeschraubt. Ja. Das ist die Terrasse hier. Hier hast du einen Feuersteller dazu. Dann haben wir hier noch. Warte, Klaus. Ja. Feuerstelle, hier vorne liegt das Holz. Ja. Da ist so ein ganz kleiner Eimer, der ist wahrscheinlich zum Feuerlöschen. Ja, das ist so ein Deko-Element. Der ist festgeschraubt. Nein, das ist von früher, wenn du hier im Bach oder was ausschöpfen wolltest, Wasser. Da vorne ist der Bach. Ich zeig's mal gerade. Da ist der Bach. Das ist so dekomäßig. Ne? Aber ist alles wunderschön gemacht, auch mit im Prinzip den Holzbegrenzungen hier. Das ist natürlich toll. Also ich bin überall Bänke, die kann man ausklappen. Es können sich Gruppen zusammensetzen. Du hast viel Schatten hier. Ja gut, wir haben durch die Regenschirme, durch die Sonnenschirme, hast du halt die Möglichkeiten, dass du hier, wenn die Sonne merkst, jetzt ist rum, was haben wir jetzt, um die 3 Uhr, ne? 16 Uhr ist die Sonne so, also du hast bis abends hast du halt die Sonne hier. Ne? So, da gehen wir mal rein in die Hütte. Bin mal sehr gespannt. Hier haben wir noch einen Räucherofen. Räucherofen für Fische. Fische, Forellen räuchern wir, so alle 4 Wochen. Und
Hier kommen dann die Forellen rein und werden da drin geräuchert. Riechst du auch schon, ne? Wie der Duft Wahnsinn. hier rauskommt. Und unten drunter ist ein Ofen. Das ist die Feuerstelle. Wird normal mit Holz zum Buche spähen und wird richtig geräuchert. Frisch geräucherte Forelle gibt es so alle 4 Wochen. Ah, jetzt riecht man es auch ein bisschen. Das kam gerade eben raus. So, und da oben, da ist auch alles so in dem Stil hier gehalten. Das heißt, wenn ich hier bin, ich fühle mich schon wie in Bayern. Das ist eigentlich, ist das überhaupt zulässig, dass man so tun kann, als wäre man in Bayern, hier in Hessen? Das ist Landhausstil. Das ist in Hessen. Hessen ist auch Fachwerk. Kommt ja auch im Endeffekt. Viele Fachwerkhäuser sind hier in Neukirchen oder in Hessen, Nordhessen. So, nach vorne, man kann hier einiges machen in der Gegend, gell? Ja, man kann Radfahren, wandern. Schwimmbäder haben wir, sind im Endeffekt schon von dem Freizeitangebot ist schon ganz gut geboten. Ne? Wir haben hier den Bahnradweg. Ich kann dir mal jetzt hier das Waschhaus zeigen. So, das heißt, die Leute kriegen einen Code fürs Waschhaus? Nee, eine Chipkarte. Ja. Wenn die anreisen und dann mal einmal hier. Oh nein, guck mal da vorne, die Bezeichnung, das Scheißhaus. Scheißheisel. Das Scheißheisel. Ja, hier haben wir einmal Toiletten. Ne? Was hier Toilette links ist. Ja, jetzt müssen wir mal gerade einen Herrn vorlassen. Ja, das machen wir gerade mal. Entschuldigung, Hier. da vorne ist die Technik. Jetzt geht sie nicht auf. Sauna oder was ist hier? Nee, hier komm mal. Die Waschhäuser. Die Waschhäuser. Jedes muss mal reingehen, jede Dusche ist anders. Mit Waschbecken dabei. Stark. Und ein Föhn ist dabei. Ich habe einen Waschplatz. Warte, ich zeig das mal gerade unten. Du hast eine bodenebene Dusche. Das Ganze ist barrierefrei. Das ist barrierefrei. Wir haben auch extra einen Behinderten-WC, zeige ich dir gleich. WC, also WC-Dusche. Eine Regendusche mit drin, noch extra. Ja. Und es ist super sauber, das haben die ja eben schon gesagt. Ja. Und jede Dusche ist in einem anderen Stil gebaut. Hier haben wir mal was gemacht mit Mosaik. Hunde. Bärentatzen. Das sind Bären sind das. Bärentatzen und Eidechse. Eidechse. Hier ist. Klaus, du bist mir zu schnell. Ich muss das gerade mal zeigen. Die Leute wollen das sehen. Ja, da musst du mal langsam gucken. Muss ich mal lang. Da vorne ist alles aus Marmor. Oder Wo? Das ist? Nee, das der ist Stein Granit. Das ist ist Granit. Granit. Das ist Granit. Marmor, das ist schwarzer Marmor. Aber die meisten haben ja so ein Bad nicht zu Hause, oder? Nee, viele nicht. Also es gibt Leute, die bleiben extra 4 Tage hier, um jede Dusche einzeln auszuprobieren. Stundenlang. Stundenlang, das kann sein. Ja. Es gibt auch keine Beschränkung, dass du irgendwie am Knopf drücken musst. Du machst einfach an, kannst lange duschen. Das nervt mich immer. Wenn nach 30 Sekunden wieder ausgeht. Das ist hier alles inklusive. Das ist inbegriffen. Für 12,50. Nein, das kostet 2,80 extra pro Person. Oh, das ist aber viel. Das ist viel. 80 um die. Gut, es gibt ja die meisten Leute haben ja die Bäder auch da, aber das hier macht richtig Spaß, wenn ich hier denn bin. Das die Behinderten? Das Behinderten WC-Anlage. Gerecht. Gerecht. Also du hast dann einmal hier Dusche oder auch mit Stange, wo der Behinderte sich mal aus dem Rollstuhl ausziehen kann. Das Gleiche. Dementsprechend Er kann auch ranfahren hier ans Waschbecken. Ranfahren ist extra so gemacht alles. Ne? Ja. Stark. Da vorne ist was? Hier drüben ist Abwasch. kannst du Geschirr. Ja. Ein Geschirr waschen, Waschmaschine, Trockner. Das ist auch da. Ich zeig das mal. Und nicht irgendwelche Industriedinger, Da haben wir sondern hier bitte. extra das auch mit dabei, bitte in die Waschmaschine und Trockner, keine Teppiche und Hundedecken. Ganz fürchterlich, hat meine Frau nämlich gesagt. Also ich habe das letzte Mal Hundehaare an der Wäsche gehabt, das war in Spanien. Ja, das ist nicht so schön, ne? Aber sonst ist so. Deswegen hängt die ganze Zettelwirtschaft da dran. Man muss den Leuten dann doch immer schon mal sagen, was geht und was nicht geht. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Hütte von innen an. Die hat einen Namen, die Hütte? Ja, das ist die Schwelmer Stupp. Die was? Schwelmer Stupp, die Region heißt Schwalm. Und so haben wir die Stupp, ist halt eine Stube. Und weil wir in der Schwalm sind, sind wir in der Schwelmer Stupp. Dann kommen wir rein. Die ist auch von dir gebaut. Das ist alles von mir gebaut, ja. Alles selber gemacht. Ich mache mal das Licht an. So, wir drehen jetzt auch gerade um 2:45. Das heißt, das öffnet wann abends? Ab 17 Uhr ist offen. Und ja, hier haben wir vorne die Rezeption. Können wir von vorne mal gucken. Ist halt jetzt momentan alles ein bisschen umgebaut durch Corona, wegen dem Abstand und so. Abstand umgebaut, Corona hat er gesagt. War ein bisschen weiter weg. Hier ist halt Spuckschutz jetzt hingemacht.
aber die Leute kommen rein. Zur Anmeldung, ne, ist das so gemacht. Hier haben wir normal auch noch einen Tisch stehen. Hier, die Tische können jetzt im Endeffekt auch momentan nicht benutzt werden. Ist denn schon mal was entsprechend Großes hier gewesen? Mal ein Geburtstag, Hochzeit? Ja, hier, also wir haben Hochzeiten hier, wir haben Geburtstage hier. Wir machen unheimlich viel Clubtreffen. Und da sind manchmal bis zu 100 Leute, 120 Leute. Und dafür haben wir da hinten die Almhütte noch mit dabei. Das ist der sogenannte Hühnerstall. Also ich zeige mal gerade, wie schön du das da oben gemacht hast mit den Lampen. Das sind so Stromisolatoren. Ja, das mache ich auch nochmal an. Das Mach doch mal an. Selbst gebaut. Selbst gebaut. Das haben unsere Lehrlinge gemacht im Elektrohandwerk. Wir haben ja Ich zeig mal gerade was. Das hast du mir gar nicht gesagt. Das ist deine Ehrentafel. Die fängt an bei 2016 Promobil Stellplatz des Jahres. So, warte mal, Stellplatz des Jahres 2016, 2017, 18, 2018, 19. 19. Und hier haben wir jetzt gerade noch bekommen 2020. Das haben wir noch nicht hingehängt, müssen wir noch aufhängen. Gibt es eigentlich überhaupt noch einen anderen Stellplatz für Promobil? Doch, das ist ja bis 50 Stellplätze. Also das ist ja Leserwahl vom Promobil. Ja. Und so haben wir 5 Jahre auf und haben 5 Jahre hintereinander besten Stellplatz gemacht. Bis der Klasse 50 Fahrzeuge. Es gibt immer von 30, von 0 bis 30, von 30 bis 50, 50 bis 80. Und dieses Jahr haben wir einen Europapreis bekommen vom DCC. Ja. Über bester Stellplatz in Europa. Und das haben die einmalig erst ausgeschrieben. Also der DCC ist normal Deutscher Campingclub, der nur Campingplätze in Europa nimmt. Und dieses Jahr haben die das erste Mal einen Reisemobilpark mit dabei genommen. Und da haben wir den ersten oder sind von dem Verein aus nominiert worden. Du bist aber auch ein Gemeiner, ja? Der Platz in der Qualität für 12,50, das hat ja schon System. Das heißt, Das hat System. das hat System. Du musst ja quasi herkommen, wenn der 12,50 kostet, alles perfekt ist, da fragen sich doch die Leute, wo ist denn jetzt der Haken? Da ist kein Haken dran, ganz einfach. Ja gut, wir nehmen den Stellplatz auch, der ist auch viel für unsere Kunden, die in der Firma sind, die hier auch stehen können. Und die sollen sich ja wohlfühlen und in der Zeit, wo sie bei uns umbauen, sollen sie auch so ein bisschen, ja, eine Ich zeig das mal gerade. Da vorne ist nämlich Klaus Hühnerkopf, du trägst es an, wenn du mal gerade den Kuli rausnimmst, dann kann man sogar lesen, was da steht. Da steht nämlich die Premium Manufaktur. Das heißt, du hast den Namen gemacht, du bist eigentlich Ladenbauer gewesen, Schreiner, und hast irgendwann mal angefangen, hochwertige Wohnmobil, praktisch Modifikationen, Ausbauten und so weiter zu machen. Das machst du schon sehr lange. Ja, seit 2003. 2003. Habe ich mit Dünnstein angefangen, Dünnsteintechnik im Ladenbau und habe das dann mit ins Reisemobil gebracht, weil ich selber schon über 30 Jahre Reisemobil fahre und habe gedacht, ja, da müsste man ein bisschen was verändern und schicker machen und so ist das eigentlich entstanden. Man kann bei dir alles kriegen. Das heißt, Hauptthema ist natürlich Lithium im Moment. Das heißt, viele fahren noch mit diesen Gel-Akkus rum. Das ist ein ganz großes Thema. Elektrotechnik, sagen wir mal, autark stehen. Und auch für große Fahrzeuge. Ne? Ja, natürlich auch der Rest, der damit verbunden ist. Das heißt Induktionskochfeld, Waschmaschine, das kann man dann alles anschließen. Solartechnik, großes Thema. Solar ist ein großes Thema, Lithiumbatterien. Wenn du gerade so lieb bist, da mal aufmachst, dann sagen wir. Ja, mach ich. Wechselrichter, ne? Ja. So Sachen. Und so, hier sind wir. Denn sonst denken die Leute, wir würden hier eine Werbeveranstaltung machen. Das wollen wir nicht. Nein, das ist hier der Hühnerstall. Das siehst du, das ist modular zusammengesteckt. Alles hier mit Zapfen, Schlitz und Zapfen und Holznägeln drin. Und das kann ich abbauen in einem Tag, 1,5 Tage. Und aufbauen brauche ich 3. Also ich brauche 2 Tage zum Aufbauen und 1 Tag für die Deko. Das heißt, hier die Lampen reinhängen und ja, hier ein bisschen Accessoires. Die hast du selber gebaut? Die haben wir selber gebaut, ja. Und die sind aus 2 Teilen auch. Also ich habe auch schon mal einen Teil gehabt. Dann habe ich im Sommer habe ich die eine Hälfte nur abgebaut und habe das als wenn es im Sommer mal regnet, für die Terrasse als Unterstandmöglichkeit genommen. Dieses Jahr haben wir noch nicht abgebaut weiter, weil es ist ja dieses Jahr alles ein bisschen anders da als sonst und deswegen haben wir erstmal gewartet, was passiert. Also wir drehen im Jahr 2020 Corona, für alle, die es vielleicht 2024 sehen und sich nur noch böse daran erinnern, wir drehen mitten im Corona-Jahr. Genau. Es war schon anders, oder? Es war ganz anders. Ne? Wir haben ja auch 2 Monate zugehabt, vom
18. März bis zum 15. Mai. Gab's noch nie, oder? Das hat es noch nie gegeben, ja. Ihr seid das ganze Jahr über offen, Wir ne? haben das ganze Jahr offen, haben halt nur die Gaststätte im Januar 4 Wochen zu. Ne? Du hast mir erzählt, zu Weihnachten, da geht dir richtig die Luzi ab, oder? Ja, ab Weihnachten ist der Platz sehr gut besucht. Also nach Weihnachten meistens, die meisten kommen am 25. Und bleiben dann bis zum 1. Januar. Und dann machen wir hier Silvesterveranstaltungen und alles drum und dran. Also da ist der Platz ausgebucht. Der Dezember ist eigentlich ein sehr gut besuchter Monat im Jahr. Das Holz hat auch den Vorteil, es hält kühl, oder? Ja, wir haben aber hier nochmal extra letztes Jahr haben wir hier Sandwich oben drauf gemacht. Erst hatten wir nur Holzdach, was ich drüben auch habe, aber ohne Isolierung. Und dann habe ich hier schnell Sandwich drauf gemacht, weil dann kommt sonst die Wärme und Kälte schon schnell durch. Ne? Im Winter hast du dann schon, wenn es richtig kalt ist, ist es dann schon kühler dann hier drin. Knackig. Das ist mal knackig, ja, das ist mal so. Aber es ist ja dann noch Winter, dann sind auch andere Bedingungen. Genau, es ist auch nicht mehr, die Winter sind ja nicht mehr so stark wie früher oder so hart. Ne? Ja. Gab früher Schnee hier? Ja, früher war hier viel Schnee. Wir liegen hier auf 300 Meter und du fährst hier 3 Kilometer raus und dann bist du auf 638. Ne? Das ist schon. So, ich nehme an, das hier ist eine stark reservierte Ecke, oder? Ja, das ist, ich sag mal, manchmal Stammtisch, sag ich mal zu. Gibt also viele, die mit 8 Mann oder was da sitzen wollen. Aber das hat sich jetzt schon momentan, ist halt ein bisschen anders da alles. Ne? Jetzt zeigt man gerade die große Kaffeemaschine. Darf auch nicht fehlen. Die Küche. Du bist unglaublich gut ausgerüstet. Darf ich da mal reingucken? Ja, wir haben das jetzt mal ganz spontan gemacht. Hier vorne gibt es, guck mal hier, wie schön das alles gemacht ist. Richtig toll. So, und da vorne ist die Küche. Ja, die Küche ist eigentlich ein bisschen klein. Aber wir haben, das war am Anfang. Also hier, wo wir aufgemacht haben, war hier nur die Küche 3x3 Meter. Die war gedacht für Gulaschsuppe, Tomatensuppe und für mal ein Wurstbrot. Die Ahle Wurst kommt ja hier aus der Region, ist ja nicht auch bekannt. Ich weiß nicht, ob du die kennst im Saarland, aber Ahle Wurst ist ein bekanntes Produkt. Und, das war eigentlich so unser Aufhänger. Und nachher hat man immer mehr gemerkt, dass die Leute halt mehr haben wollten. Und dann haben wir angefangen mit der Kartoffelbratwurst, mit, wie gesagt, Burger haben wir jetzt haben wir Pommes frites dabei und alles, was es so gibt. Ne? Also wir haben das nicht vorbereitet, es war ganz spontan. Bei dir ist wichtig, alles auf dem ganzen Platz, das sagen auch alle Gäste, ist immer sauber. Ja, sauber und dann halt wie hier zum Beispiel, das sind unser selber gemachte Bretter, wo das Essen drauf präsentiert wird. Und der Stein wird warm gemacht, also der ist mit auf dem Grill. Und dann kommt dann halt dementsprechend die Sachen drauf. Ne? Und ja, Sauberkeit ist eigentlich schon ganz wichtig. Ne? Ja gut, das sagt man so, aber wenn ich jetzt hier reinkomme, es riecht nicht nach Gastronomie. Du hast hier einen ganz tollen Grill, den hat man normalerweise im Garten stehen. Ja. Vielleicht. Vielleicht, ja. Nee, das ist wenn du den mal gerade hochmachst, mal hoch, ich will mal sehen. Ja, das heißt, da war wahrscheinlich das Steak noch gestern drauf, oder? Ja, die haben gestern Abend noch gemacht und heute Abend, die machen dann Salz drauf. Salz bindet ja. Und heute Abend wird der angemacht, richtig heiß gemacht und dann wird der sauber gemacht und dann die geht's ganz weiter. Große Pyrolyse, die dann passiert. Das heißt, wird alles weggebrannt und dann wird es einmal mit dem Stahl, da vorne ist es, wird es dann abgeschoren. Ganz genau, ja. So läuft das. Stark. Also das heißt, es wird hier richtig gegrillt, oder? Hier wird richtig gegrillt. Ja, wir machen abends so zwischen 50 bis 80 Essen. Das kommt immer ganz drauf an, wie belegt ist oder so. Ja, stark ist auch der ganz große Konvektomat. Der darf nicht fehlen, oder? Nee, der darf nicht fehlen. Aber heutzutage, das muss ich sagen, so ein Konvektomat ist schon eine gute Sache. Also da kann man schon viel mitmachen. Ja, es schmeckt auch super, glaube ich. Das heißt, es ist, da ist ein Grad an Luftfeuchtigkeit drin, damit das also so perfekt zubereitet wird. Das kannst du immer verschieden einzeln einstellen. Ne? Da gibt es so ein Menü, was du machen kannst. Ich sag mal von der Kartoffel über Fleischgerichte und alles drum und dran. Toll, oder? Nee, das ist schon eine tolle Sache. Das war früher schwieriger. Das war schwieriger. Dann könntest du auch nicht so viele Essen machen, wenn du das alles ohne so Geräte, wäre das schon schwierig. Ne? Ja, davon auch die Küche ist alles im Stil gehalten. Das heißt, du hast hier eine richtig tolle Einbauküche und hier die Profi. Hier so eine Spülmaschine brauche ich ja auch zu Hause. Die geht schnell, oder? Die geht schnell. Das ist eine Industriespülmaschine. Dauert 10 Minuten oder was? Nee, das dauert so, glaube ich nicht. 3 Minuten. 3-4 Minuten oder was, da ist die durch. Ist auch qualitativ und ganz hochwertige Maschine. Ist, glaube ich, der Rolls-Royce unter den Spülmaschinen, die wir machen. Ja, hier vorne steht das Brot. Das Brot, das kommt woher? Das ist ein Landhausbrot und wird hier vom
Bäcker gemacht. Vom ortsansässigen Bäcker. Ortsansässigen Bäcker. Ja. Und siehst du, hier steht Fisch drauf. Ne, das ist das Brot, was dann schon ein bisschen trocken war. Das kriegen dann die Fische. Wir haben eine Forellenzucht noch mit dabei. Und, Achso, die kriegen Kohlenhydrate, die Fische. Genau, die essen die gerne. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich weiß, du würdest uns noch 10.000 Sachen zeigen, aber wir gehen mal gerade vor die Tür nochmal, dass wir das sehen. Klaus, du musst mir helfen. Ich habe beide Hände voll. Ja, das machen wir. Und genau, gehst mal kurz vor. Dann zeigen wir noch mal gerade die Front. Denn es ist schon gemein. 12,50. Das ist. Arbeitet mit allen Tricks, der Klaus. Mit allen Tricks hier. Also, das heißt, nochmal zusammengefasst. Also, hier können große Wohnmobile stehen. Ja. Es stehen auch wirklich viele große hier. Das heißt teilweise ist man ja mit den großen Wohnmobilen, das heißt immer, die sind so nicht so freundlich, das sind so Snobs, die haben so Geld. Stimmt gar nicht. Es gibt die und die wie überall, oder? Das ist wie überall. Das gibt es im kleinen Wohnmobil und das gibt es im großen Wohnmobil. Aber ich sag mal, die Gäste, die zu uns kommen, zu 99,9% sind das alles freundliche Gäste. Und ich glaube, so wie man im Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Ne? Wenn ich unfreundlich bin auf dem Platz und die Mitarbeiter unfreundlich sind, dann sind auch die Gäste unfreundlich. Also das hat ein bisschen damit zu tun. Die Leute kennen dich als gerade raus, kann man das sagen? Ja, eigentlich schon. Ne? Okay. Das heißt, hier wird nichts gespielt, hier wird nichts, Leute sind so, wie sie sind. Die sind so, wie sie sind hier, ja. Das ist original. Ich zeig mal, wenn du mal gerade stehen bleibst, geh mal weiter weg, denn das ganze Ensemble zusammen einfach mal zu zeigen. Du hast nicht allein gebaut, oder? Das Haus? Nee, ganz allein. Nee, ganz allein hat er es nicht gebaut, hat er gesagt. So. Er hat... Man kann dich nicht mehr hören, aber wir machen jetzt die Abmoderation da vorne bei dem Wagen, da kommt doch schon der nächste, denn du hast hier einen alten Planwagen, wenn du noch mal kurz zu mir kommst, bitte Klaus. Das machen wir denn die Abmoderation, da hast du... Das ist ein Leiterwagen. Ein Leiterwagen, mein Gott. Das ist ein uralter Leiterwagen, siehst du, der löst sich auch schon so ein bisschen auf langsam, der muss wieder mal repariert werden. Da haben früher die Landwirte mit der Pferde, haben die da das Heu, Stroh und alles, im Endeffekt das Korn eingefahren. Das ist jetzt ein Blumentopf, oder? Das ist jetzt ein Blumentopf, ja. Aber so. Du merkst, der kommt dann auch in die Jahre. Ne? Aber du musst halt immer mal ein bisschen Holzschutzmittel drauf sprühen. Ja, das hilft nicht mehr. Ne? Also da sind schon ein paar Latten dabei, die sind verfault, die müssen halt neu gemacht werden. Ne? Ja, aber er steht ja nur noch zur Deko hier, oder? Das ist reine Dekoration, aber hier muss mal wieder was gemacht werden. Ne? Die hängen normal Blumenkästen dran, aber dieses Jahr hält das nicht mehr aus, also es muss auch gemacht werden. Das ist halt so, die Natur, die nagt auch an den Sachen. Also pflegeintensiv ist das schon, ist schon immer viel Arbeit. Ne? Ja gut, du bist ja Holzarbeiten gewohnt, das heißt, es gibt ja auch dem Holz ein bisschen Flair. Wenn es einfach mal unbehandelt ist, dann wird es grau, hat einen Eigenschutz. Genau. Das sieht man hier. Ja, das sind Dings und die sind ja, nachts sind die unten beleuchtet, siehst du das? Da ist dann rundherum ein LED-Band und dann hast du die einzelnen Pilze, die beleuchtet sind und das sieht immer ganz schick aus. Ne? Ja, vielen Dank. Erstmal Klaus Hühnerkopf. Er arbeitet mit allen Tricks, aber hauptsächlich mit Ehrlichkeit und einem Preis von 12,50 Euro, zumindest mal im Juli 2020. Ja. Er hat mir schon erzählt, er könnte sein, dass er mal auf 12,52 Euro steigt. Achso, wie war es jetzt eigentlich mit der Mehrwertsteuer? Hast du die angepasst? Ja, diese 3%, das geht gar nicht. Behalten? Nein, die habe ich behalten, ja, ganz genau. Also wir haben die Kasse umgestellt, aber das sind ja Centbeträge, wie willst du Außerdem das hieß machen? es ja, die Gastronomie darf ja. Auch, dafür war es ja auch gedacht ein bisschen. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Das muss ich sagen. Tschüss, Klaus Hühnerkopf vom Reisemobilpark Obachtal. Und da steht es Nummer 1 und nicht zu Unrecht. Hier ist übrigens noch der Entsorgungsplatz, da kann man einfach drüber fahren. Der ist so breit, dass man gar nicht zielen muss. Genau, ist selber gemacht. Selber gemacht, ja. Ist auf dem Markt so nicht zu kaufen. Gibt es auf dem Markt so nicht zu kaufen, sagt er. Alle die Entsorgung hier von der Kassettentoilette und so, das sind alles Sachen, die ich im Endeffekt selber gemacht habe. Das Einzige, was ich zugekauft habe, ist dieser Münzeinwurf, ne? Weil der geeicht ist. Achso, der muss ja auch geeicht sein, ja. Genau. Und dann hast du halt hier, siehst du, 10 Liter, 10 Cent, 20, 3, 50, 1 Euro, 2 Euro. Ja, bei den Preisen. Preisen. Und Stopp machen und okay, jetzt anhalten mal quasi. gucken. Na, da geht das dann. Dann kannst du ganz normal, drückst du dann auf und zu. Und das kannst du halt nicht selber machen, aber das ist ein normaler Wasserhahn, der sich im Winter auch selber entwässert, damit er nicht einfriert. Ne? Ja, danke Klaus. Tschüss. Alles klar, mach's gut. Tschö.